So, wir sehen jetzt auch schon hier die Oberfläche des XR. Man sieht, es sieht aus wie ein ganz normales Mischpult. Wir haben jetzt hier ein paar Spuren. Das sind die Spuren von Weiß Markus Gesang. Gelb ist auch nochmal Gesang. Dann Schwarz Gex, Blau Chris, das sind Gitarristen. Dann in seiner Lieblingsfarbe der Franz, der Bassist, in Pink oder Rosa. Die Kanäle hier haben als Eingang entweder XLR oder Klinke, das heißt, sie kommen von außen analog in das XR rein. Digital in das XR kommt über das USB-Interface der Track, der Click und ein Instrument, das man eventuell hinzuschalten möchte. Das bedeutet, ihr werdet es nachher auch im Routing sehen, die 1 bis 6 ist geroutet auf die Kanäle von den Inputs, 7, 8, 9 ist geroutet von dem USB-Interface. Auf der rechten Seite sieht man jetzt hier, wenn ich hier rumschalte, Main, Bus 1, Bus 2, Bus 3. Ich habe jetzt den Main-Mix hergeschalten, das bedeutet, das ist quasi der Hauptausgang für uns im Proberaum zum Beispiel. Unseren Proberaummix machen wir mit diesem Bus. Dann gibt es hier die Busse 1 bis 6, das sind dann unsere Monitor-Mixes. Bus 1 ist jetzt der Monitor-Mix für mich, den Markus. Man sieht es oben ganz rechts ähm, an dem Regler, steht oben auch mein Name dabei. Man kann es ändern, damit man immer weiß, welchen Busmix man jetzt hat. Man hat jetzt hier zum Beispiel den Busmix von Gex, von Chris, von Franz und von Dani, unserem Drummer. Jeder kann jetzt da hergehen an das Interface oder an das iPad und kann seinen Mix so anpassen, wie er das gerne hätte. Jetzt kümmern wir uns ums Routing. Man sieht ja, die Kanäle 1 bis 6, wie ich vorhin schon gesagt habe, müssen geroutet werden von den Haupteingängen. Die Kanäle 7, 8, 9 müssen geroutet werden von den USB-Eingängen. Nach außen geroutet werden dann auch noch die Track, Click und Instrument, also die von USB kommen, weil die müssen ja irgendwie auch an das Mischpult geraten. Dafür gehe ich jetzt in den Reiter Routing. Und im Routing sehen wir jetzt die Inputs. Hier sieht man schon, der Input 1 wurde auf den Channel 1 gemappt, Input 2 auf den Channel 2 und so weiter. Das Ganze bis zu Channel 7, bis zu Channel 6. Der Channel 7, 8, 9 und alles, was darunter liegt, ist ausgeschalten, weil wir diese Kanäle nicht benutzen, beziehungsweise Channel 7, 8, 9 von USB kommt. Dann klicken wir auf die USB Returns. Bei den USB Returns gibt es keinen Off, deswegen sind die alle komplett verlinkt. Das heißt, wenn ich jetzt in der DAW, die ich nutze, auf den Kanal 1 im USB-Interface etwas schicke, dann kommt es auch an dem Kanal Markus raus. Ich muss natürlich einfach dann aufpassen, dass ich da keinen Fehler mache. Hier sieht man auch, die Kanäle 7, 8, 9 sind auch verbunden, was natürlich dann dazu führt, dass wir das nach außen geben können, was wir da bekommen. So, die USB Outputs brauchen wir nicht. AUX Outputs. Die AUX Outputs, es ist so, dass wir haben hier zum einen den AUX 5 und den AUX 6. Der AUX 5 ist in unserem Fall der Track, der nach außen gegeben wird. Und der AUX 6 ist in unserem Fall das fehlende Instrument, das nach außen gegeben wird. Sollte jetzt der Bassist zum Beispiel fehlen, dann schicke ich über das USB-Interface auf den Kanal 9 den fehlenden Bass und kann den somit auf AUX 6 ausgeben und somit dem Mischer geben. AUX 5 ist dann der Track, in unserem Fall ist das unsichtbare Orchester. So, dann gehen wir weiter zu den Main Outputs. An den Main Outputs haben wir den Main links rechts auf Main gelegt, was bei uns eben dieser Bus Main hier ist. Zum anderen haben wir den Monitor-Mix auf die Phones gelegt, weil unser Schlagzeuger sitzt eigentlich immer relativ nah an dem Rack. Das heißt, er braucht kein In-Ear-System und deswegen bekommt er seinen Monitor-Mix über die Phones. Und den Monitor-Mix zugewiesen bekommt er dann
über das Menü Setup und dort steht, dass der Bus 6 der Monitorbus sein soll. Und somit haben wir das komplette Routing gewährleistet. So, dann geht es jetzt auch schon weiter mit dem Ableton Live. Das ist die DAW, die wir nutzen für unsere Live-Auftritte. Wir haben die verwendet oder haben uns für die entschieden, weil sie sehr einfach zu handhaben ist. Ableton Live ist super zuverlässig und wir hatten bisher eigentlich nie wirklich Probleme damit. Und wenn wir Probleme hatten, waren sie immer selbst verschuldet. Als erstes mal die Voreinstellungen. Es ist natürlich wichtig, jetzt hier unser XR als Audio-Ausgangsgerät zu definieren, was man hier sehen kann. In der Ausgangsconfig sind die Kanäle 7, 8, 9 und 10 zugewiesen. Wir brauchen nur die. Ansonsten haben wir auf hohe Qualität und 512 Samples. Das reicht für unsere Verhältnisse gut aus und wir hatten bisher auch keine Schwierigkeiten mit Aussetzern. So, man sieht jetzt hier auch schon die ganzen Spuren. Die Spuren hier Vox, also Gesang, Gitarre, Bass, Drums, das unsichtbare Orchester, der Click-Track und Chorgesang. Das hier hinten ist dann noch Lichtsteuerung und Program Change, also Kanalsteuerung. Die erkläre ich aber in extrigen Videos noch. Hier sind die einzelnen Songs, also Song 1, Song 2, Song 3, Song 4, Song 5, Song 6, Song 7. Hier sieht man die einzelnen Spuren für die Songs. Hier unten sieht man das Routing. Wohin werden diese Spuren gemappt? In dem Fall der Instrumente, die werden auf Kanal 9 gemappt. Wenn ihr euch richtig erinnert, ist Kanal 9 in dem XR dieses zusätzliche Instrument gewesen. Das heißt, sollte ein Instrumentalist fehlen, kann ich den hier hinzuschalten, indem ich einfach auf den Unmute oder End-Mute-Button klicke. So, in dem Fall sind jetzt alle Musiker ausgeschaltet, das bedeutet, die ganze Band ist komplett. Nur der Track, der Click und der Chorgesang werden weitergegeben an das Audio-Interface. Der Track und der Chor liegen zusammen auf dem Kanal 7 und der Click liegt auf dem Kanal 8. Die müssen ja getrennt sein, weil der Click sollte von der Lautstärke her extra regelbar sein und er soll ja auch nicht auf die Anlage kommen. Es ist sehr, sehr unangenehm, wenn das Publikum den Klick hört. So, ich werde das Ganze jetzt auch mal abspielen und werde auch mal wild die Musiker hin und her schalten und dazuschalten und wegschalten, dass man einfach sehen kann, wie ich das sogar live realisieren kann, wenn jetzt für einen Song nur irgendwie mal was ausfallen sollte und wir wirklich weitermachen müssen, könnten wir theoretisch sogar diesen Musiker spontan hinzuschalten. Dann spiele ich mal den Song 1 ab. Hier. Man hört jetzt hier schon den Track, den ich theoretisch auch ausschalten kann, aber wir wollen ihn ja hören, deswegen lasse ich ihn da. So, der ganz normale Song hat jetzt schon gestartet. Ich schalte jetzt mal die einzelnen Spuren hinzu, zum Beispiel Gitarre hier. So, ja, das war's jetzt von der Ableton Live Oberfläche.